Moin Leute, ich möchte euch heute gerne 3 Düfte vorstellen, die jetzt ideal für den Sommer passen, aber tatsächlich auch bestens für die kommende Jahreszeit, also für den Herbst geeignet sind. Ja, und wir wollen auch keine Zeit verlieren, deswegen starten wir auch direkt mit dem ersten Duft, nämlich mit Spirit Cask von der Marke Jorum Studio. Ja, und ich blende euch am besten einmal die Duftnoten ein. Und ihr seht ja selbst, in diesem Duft passiert tatsächlich relativ viel. Und es wirkt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so tragbar für den Sommer. Aber ich muss ehrlich sagen, dass diese Duftkomposition auch bei warmen Temperaturen bestens geeignet ist. Ich habe den Duft teilweise bei über 30 Grad getragen und es passt einfach wirklich ideal. Also, wir haben hier eine wirklich sehr alkoholische DNA. Wir haben hier Whisky, wir haben hier Cognac und zum Beispiel auch Rum. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich diese einzelnen alkoholischen Duftnoten gar nicht so wirklich herausriechen kann, sondern es für mich insgesamt halt nach einem sehr authentischen, hochprozentigen alkoholischen Akkord riecht. Das heißt, wenn euch so Düfte wie zum Beispiel Baraonda und auch Angel Share gefallen, dann könnte eben auch Spirit Cask etwas für euch sein. Neben diesem alkoholischen Akkord nehme ich tatsächlich auch relativ viel Schokolade wahr. Es ist für mein Empfinden kein, ja, so süßer, schokoladiger Akkord, sondern das Ganze erinnert mich eher an eine Bitterschokolade, also Zartbitterschokolade. Hier haben wir tatsächlich Kakao und Kaffee angegeben. Das kommt auch meiner Meinung nach ganz gut hin. Also es ist nichts Pappsüßes, sondern es ist eher herb und bitter. Und im Hintergrund nehme ich dann auch noch etwas leicht Fruchtiges und Gesüßtes wahr. Hier haben wir zum Beispiel Birne und Karamell angegeben. Auch das kommt meiner Meinung nach richtig gut hin. Das riecht irgendwie wie ein gesüßter Birnenkompott. Und was ich außergewöhnlich finde, auf meiner Haut hat dieser Duft auch etwas Ätherisches und leicht Minziges. Ja, und genau deswegen ist dieser Duft eben auch bei hohen Temperaturen bestens zu tragen, denn auf meiner Haut entwickelt sich wirklich so ein Frische-Effekt. Ihr kennt ja alle sicherlich Teebaumöl oder Minzöl. Der Duft riecht jetzt nicht danach, aber wenn man sich so ein Öl auf die Haut schmiert, dann ist die Haut ja auch sehr frisch und man hat einen Frische-Effekt eben auf der Haut. Und ähnlich ist es bei mir, wenn ich mir Spirit Cask auftrage. Also es ist einfach super angenehm, wenn ein Luftstoß kommt, dann bekommt man irgendwie immer etwas Frisches. Und in einer Instagram-Story habe ich den Duft tatsächlich als After Eight, also die Schokolade After Eight mit alkoholischen Noten beschrieben. Und ich finde, so kann man den Duft letztlich auch perfekt in Kürze zusammenfassen. In diesem Zusammenhang kann ich auch gleich mal etwas Werbung für meinen Instagram-Kanal machen. Schaut mal gerne unten in die Beschreibung und folgt mir eben auch auf Instagram. Dort poste ich jeden Tag meinen Duft des Tages und ihr könnt mir dort auch gerne private Nachrichten schreiben. So, dann kommen wir einmal zu guter Letzt zu der Haltbarkeit. Die ist richtig gut. Der Duft hält ca. 9 bis 10 Stunden auf meiner Haut. Die Sillage ist ein gutes Mittelmaß. Ihr habt wirklich eine sehr angenehme Aura um euch herum und vor allem kommt der Duft auch wirklich sehr, sehr gut im Umfeld an. Es ist eine DNA, die außergewöhnlich ist, aber wirklich sehr, sehr gut zu tragen ist. Weiter geht es mit Abso Cute von der holländischen Nischenmarke Mystery Modern Mark. Bei der Marke stimmt meiner Meinung nach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Düfte kosten alle mehr oder weniger 130 Euro plus minus. Dafür bekommt ihr 100 Milliliter, was auf den Milliliterpreis gerechnet dann eben in Anführungsstrichen nur 1,30 Euro sind. Viele Designermarken haben in den letzten Monaten ihre Preise angehoben. Die Düfte sind zum Teil gar nicht unbedingt viel günstiger und deswegen kann ich euch zum Beispiel diese Marke empfehlen. Hier bekommt ihr wirklich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und die Marke hat tatsächlich auch einige wirklich sehr interessante Düfte im Sortiment. Abso Cute ist für mich ein recht kontrastreicher Duft, weil wir auf der einen Seite sehr frische, zitrische Duftnoten haben, das Ganze dann aber für mich auch in so eine, ja, leicht süße, tropische Richtung geht. Ja, am besten blende ich euch einmal die Duftnoten ein. Ihr seht ja selbst, so viele haben wir hier nicht angegeben, aber ich finde, dass diese Duftnoten den Duft auch nahezu perfekt beschreiben. Der Auftakt ist richtig schön frisch, prickelt und zitrisch. Hier nehme ich Bergamotte und auch schon die Zitrone wahr.
Dann bekomme ich im weiteren Duftverlauf eine ganz, ganz leichte Kokosnussnote. Ich muss aber ehrlich sagen, dass das nichts wirklich Intensives ist. Also zum Beispiel jetzt nicht mit Malibu Party in the Bay zu vergleichen oder mit Virgin Island Water, sondern das Ganze, ja, schwingt eher subtil und ganz leicht mit. Also wie gesagt, eine ganz, ganz leichte Kokosnussnote und der Dry Down wird durch Tonkabohne und Vanille dann auch leicht süßlich. So, abschließend finde ich, kann man den Duft ganz gut mit dem Wort tropisch beschreiben. So wirkt die DNA zumindest auf mich. Wir haben also frische Duftnoten, bekommen eine ganz, ganz leichte Kokosnuss und auch einen leicht gesüßten Drydown. Der Duft hat für mich etwas von Strandfeeling, einem leckeren Cocktail. Die Haltbarkeit liegt so bei circa 8 Stunden plus minus. Ich habe auch schon mal gefühlt 9 Stunden hinbekommen. Also auf jeden Fall eine solide Haltbarkeit. Und in Anbetracht des Preises kann man da auf jeden Fall auch nicht meckern. So, zu guter Letzt kommen wir zu einem Designerduft der Marke Trussardi. Den Namen blende ich euch am besten einmal ein, denn ich würde das Ganze sowieso verkehrt aussprechen, deswegen lasse ich das mal lieber. Verzeiht mir da, Leute. Ja, und da muss ich ehrlich sagen, wurde ich vom YouTube-Kanal Scentastic, also von den beiden Mädels inspiriert, vor allem von Jasmin, die mir den Duft empfohlen hat. Also nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, und auch ich muss sagen, man könnte das Video abkürzen, indem man sagt, dass dieser Duft wirklich wie Aperol Spritz riecht. Ja, ich blende euch am besten einmal die Duftnoten ein und die Kopfnote ist wirklich außergewöhnlich frisch, prickelnd und aromatisch. Also hier nehme ich vor allem wirklich ganz viel Blutorange wahr. Das Ganze ist noch zitrisch unterlegt und durch Basilikum, ja, haben wir auch so eine ganz, ganz leicht grüne Note. Und obwohl der Start wirklich so prickelnd und aromatisch ist, nehme ich auch schon in der Kopfnote eine ganz, ganz leichte Süße wahr, die übrigens auch den ganzen Duftverlauf dann bestehen bleibt, neben der wirklich tollen Aromatik und Zitrik. Im weiteren Duftverlauf kommt dann für mich die Wacholderbeere immer mehr heraus. Das sorgt eben für diese, ja, typisch und bekannte, leicht grüne Gin-Tonic-Note. Also super angenehm. Und der Dry-Down ist für mich dann tatsächlich Moschuslastig. Hier ist Moschus für mich ganz klar eben die Basis. Und da nehme ich tatsächlich auch eine ganz, ganz leichte Rumnote wahr. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Rumnote auf meiner Haut gar nicht so wirklich alkoholisch riecht, wie man das vielleicht aus anderen Düften kennt, die mit Rum arbeiten, sondern das Ganze für mich eher durch das Zusammenspiel mit der Blutorange für diesen Aperol Spritz Vibe sorgt. Es riecht halt wirklich wie so ein prickelnder Cocktail-Aperol Spritz. Ein toller Duft, außergewöhnlicher Duft, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Haltbarkeit ist gut, liegt bei ca. 8 bis 9 Stunden, würde ich sagen. Die Sillage ist ein gutes Mittelmaß. Ihr habt auf jeden Fall eine wirklich tolle Aura um euch herum, mit der ihr auffallt, aber auf gar keinen Fall aneckt. So, und dann bin ich auch am Ende angekommen und du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du diese Düfte kennst. Also schreibe gerne etwas unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann vergesse doch auch nicht den Daumen hoch Button zu drücken. Ansonsten, ja, kannst du natürlich auch meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Ich freue mich über Unterstützung jeglicher Art. Ja, dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.